Hallo, hallo. Ich muss mich für meine aktuelle Anwesenheit entschuldigen. Nein, muss ich nicht. Ich möchte. Äh, Ich weiß nicht. Ich bin die letzten Monate extrem anfällig für diese Vollmonde. Die machen mich fertig. Ich bin immer platt. Um jeden Vollmond rum. Und ich gucke schon gar nicht mehr drauf. Also ich gucke gar nicht mehr auf den Kalender irgendwie, wann Vollmond ist. Und dennoch spüre ich es jedes Mal. Aber es wäre wahrscheinlich auch halb so wild, wenn es nur der Vollmond wäre. Nein, zu Neumond ist dann der ganze Käse nochmal. Gut. Nehmen wir das jetzt mal so hin. Und ich habe dauernd eiskalte Hände und Füße. Ich kann mich überhaupt nicht aufwärmen. Jetzt ist Schluss mit dem Gejammer. Jetzt machen wir eine hübsche Legung. Also, in der hübschen Legung starten wir natürlich gleich mal mit einer Problemkarte, okay? Abwehrhaltung. Oh, wer weiß, was das jetzt bringt. Die 65 war die Abwehrhaltung. Dann haben wir die 55, die falschen Entscheidungen. Oh, noch mehr Problemkarten. Ja! Die 61, die Fantasievorstellungen. Na, wundervoll. Oh, die Offenheit, die 26. Okay, das ist ein bisschen viel. Rutschen wir mal hier auf die Seite. Wir haben die 51, den Verrat, die 46, die Unabhängigkeit, die 43, das gebrochene Herz, die 81, die Unersättlichkeit und unter dem Deck die 13 auf Wolken schweben. Muss ich erwähnen, dass mir diese Energie ganz und gar nicht gefällt? Nee, muss ich nicht erwähnen. Okay. Wir haben hier leider so eine schöne Warenlegung wieder. Achte gut darauf, mit welchen Menschen du dich umgibst. Wem du dein Herz schenkst, beziehungsweise wem du dich öffnest, weil wir haben hier nämlich eine Person, die ist so sehr, die ist so sehr auf sich selbst bedacht, dass sie dich eigentlich mehr oder weniger nur als Lückenbüßer, als Spielzeug benutzt, beziehungsweise dir auch falsche Hoffnungen macht, dich warm hält, weil es bei dir angenehm ist auf irgendeine Art und Weise, weil es mit dir bequem ist und ist sich aber nicht zu fein dafür, dir etwas vorzumachen, also dir das tatsächlich vorzuspielen, obwohl dieser Mensch parallel auch mit anderen Menschen enger was am Laufen hat. Ja? Klar, wir schauen wie immer in erster Linie auf das Thema Partnerschaft, Beziehung, kann aber natürlich auch im Freundeskreis der Fall sein, im Bekanntenkreis, wo man sich vielleicht einer Person öffnet oder wo man vielleicht meint, oh, da könnte sich eventuell eine gute Freundschaft entwickeln. Bei dieser Person wäre ich ein bisschen vorsichtig. Wir holen uns gleich mal noch ein paar weitere Energien ab. Diesmal nehme ich wirklich das versprochene neue Deck, das Everyday Witch Tarot. Okay, gucken wir mal. Wir haben hier eine Menge Karten. Ich mag so eine Energie nicht. Ja, dieser Mensch
schmeiß dir immer wieder mal solche Bröckchen hin, ja, so ein paar Brotkrumen, gerade so viel, dass du nicht verhungerst, aber zu wenig, um sich voll drauf einzulassen, ja, dass du einfach weißt, so hey, ich bin bei dir, ich stehe zu dir, machen wir es offiziell oder sonst irgendwas. Das, was hier passiert, reicht einfach nicht. Ja, hat natürlich auch seinen Hintergrund. Ich sehe, dass dieser Mensch hier nicht offen ist, aufgrund von gewissen Erfahrungen. Das ist dennoch kein Grund, dich zu benutzen. Kein Grund, dich in diesem Wartezimmer Wochen, Monate oder Jahre lang sitzen zu lassen. Es ist keine Entschuldigung, wenn ein erwachsener Mensch sich seiner Themen nicht annimmt und andere Menschen müssen dafür leiden. Das geht gar nicht. Also in meiner Welt geht es nicht. Ja, leider gibt es immer noch ganz, ganz viele Menschen, die das mit sich machen lassen. Ich rate immer ganz, ganz dringend davon ab, da überhaupt einzusteigen. Aber wenn jemand einen Menschen liebt, wenn du diesen Menschen liebst, dann machst du das automatisch mit. Ja. Der König der Kelche, das ist er für dich. Der König der Kelche, du betest diesen Menschen wahrscheinlich an. Dieser Mensch hat eine ganz besondere emotionale Verbindung, meinst du, beziehungsweise von deiner Seite aus ist es so. Ich möchte fast sagen, du bist diesem Menschen tief ergeben. Der blockt es aber ab. Also auf aufrichtiger Herzensebene blockt dieser Mensch das ab. Der ist nicht in der Lage, leider, diese Gefühle anzunehmen, diese Liebe zuzulassen. War's das oder bekommen wir noch weitere? Okay, nee, das ist kompletter Block hier. Das Universum wird sich auch denken, erst meckert sie und will Karten haben und dann geben wir ihr Karten und dann ist es auch nicht richtig. Ja, sorry. So ist sie halt, ne? Dankeschön. Die 4 der Münzen für die falschen Entscheidungen. Na bravo. Was tust du hier? Liebes Gegenüberlein. Der König der Schwerter für die Fantasievorstellungen. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, diese Person lebt so sehr in der Fantasiewelt, also in der eigenen Fantasiewelt, dass ihm gar nicht auffällt, wie sehr er dich damit verletzt, wie sehr er dich von sich wegdrückt, wie sehr du teilweise auch leidest unter diesem Zustand. Also ich weiß nur eins, das hast du nicht verdient. Ja, also karmische Themen hin oder her, Lernaufgaben hin oder her. Ja, natürlich, es hat alles seinen höheren Grund, seine Daseinsberechtigung. Aber man muss auch irgendwo ganz klar drauf schauen und reflektieren, was soll ich daraus lernen, das mitnehmen und dann aber auch irgendwo den Abschluss finden. Für die Offenheit bekommen wir die Stärke.
ganz viel manipulative Kraft, die dieser Mensch hier ausübt, dir gegenüber. Wie ich vorhin gesagt habe, dir diese Brotkrumen hinschmeißen, ja, gerade mal so viel, dass du nicht verhungerst, aber zu wenig, damit es dir wirklich gut geht, dass du glücklich bist. Ich hätte gern noch die Reihe hier voll. So, für den Verrat, die Unabhängigkeit und das gebrochene Herz. Das Rad des Schicksals. Seine Endlosschleife macht er zu deiner Endlosschleife. Und du wählst ihn immer wieder. Immer wieder. Warum? Reflektier das mal ganz kurz, bis ich hier die restlichen Karten abgeholt habe. Warum drehst du dich hier im Kreis? Was hat dieser Mensch, beziehungsweise was gibt dir dieser Mensch, dass du nicht loslassen kannst, obwohl du weißt, dass dich das zerreißt, dass du daran zerbrichst, an diesem Zustand, an dieser Verbindung? Wer ist dieser Mensch für dich, dass du das mit dir machen lässt? Ja, ich weiß, er ist der König der Kelche, du wünschst dir vielleicht, dass er dich liebt, irgendwann zumindest. Du wünschst dir, dass er sich auf dich einlässt. Aber im Leben gibt es für nichts eine Garantie. Es gibt keine Sicherheit, für rein gar nichts. Willst du wirklich hier sitzen, stehen oder liegen, bleiben und warten, bis er sich dir gegenüber öffnet? Falls er das überhaupt jemals tut? Du hast die Wahl, du hast die Möglichkeit, du hast die Chance, dich abzuwenden und doch bleibst du. Das Ass der Schwerter für die Unersättlichkeit und die Liebenden für auf Wolken schweben. Das Ding mit der Liebe in einer Partnerschaft oder zwischen zwei Menschen ist halt so, es müssen sich beide lieben. Beide müssen Ja sagen zu dieser Verbindung. Beide müssen sich dafür öffnen, ansonsten funktioniert das alles nicht. Sobald es anfängt, dass einer mehr liebt als der andere, gut, setzt natürlich voraus, dass der andere überhaupt liebt, aber eine einseitige Geschichte funktioniert hierbei nicht. Ich spreche das deswegen an, weil ich einfach sehe, wie du, also falls es hier dein Reading ist, wie du daran zerbrichst und wie du noch weiterhin festhältst, wie du hier, warum auch immer, keinen Abschluss findest, keinen Absprung schaffst. Es kann natürlich auch sein, dass du es schon des Öfteren versucht hast und kaum meldet sich diese Person wieder mit irgendwelchen netten Worten oder mit einer liebevollen Geste oder so und dann bist du wieder komplett drin, bist wieder komplett rückfällig geworden. Das gehört aber zu diesem Game dazu. Manche Stimmen könnten auch sagen, dein Leben gibt dir immer und immer wieder die gleiche Situation, damit du die Chance ergreifst, dich anders zu entscheiden. Eieiei, was machen wir hier? Bist du dir überhaupt deines Wertes bewusst? Bist du dir überhaupt darüber im Klaren, wie stark du bist? Dass du das nicht nötig hast? Dass du Besseres verdient hast. Ja, das muss man ganz klar so sagen. Du hast jemanden verdient, der dich schätzt, der aufrichtig zu dir ist, der keine Spielchen spielt,
Ich meine, hey, das ein oder andere Spielchen lässt vielleicht eine Beziehung wieder aufleben, ja, überhaupt kein Ding, aber das ist einvernehmlich, okay, da ist dann schon ein Fundament vorhanden innerhalb dieser Beziehung, innerhalb dieser Verbindung. Aber das, was ich hier sehe, ist ein vorprogrammierter Leidensweg. Sprich deine Wahrheit. Ich möchte hier noch was abholen. Ich gucke nur gerade. Einen Moment. Ja, das sind die richtigen. Auch ein neues Deck. Ich schmeiß hier gleich alles runter. Die sind niegelnagelneu, die lassen sich noch extrem schlecht mischen. Aber da kommt schon die erste. Oh, wirklich? Hätte ich wissen müssen. Hätte ich wissen können. Ja? Gib die Kontrolle ab. Gib die Kontrolle ab. Lass los im Sinne von lass geschehen. Umarme das Ergebnis, was sich daraus ergibt. Und ja, in vielen Fällen, und ich schätze mal auch hier in dieser Situation, ist ein Cut, ist eine Trennung, ein Abschluss vorprogrammiert. Weil, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, beziehungsweise keine Liebe. Wir sehen hier, du bist auf der Suche nach dem Partner auf Augenhöhe. Den findest du hier aber nicht. Weil wir sehen auch, dass dieses Gegenüber nicht das Gleiche empfindet wie du. Hier ist von diesem Menschen keine wahre Liebe zu vernehmen. Keine Aufrichtigkeit. Und du hältst hier aber noch dran fest, weil es dir vielleicht auch ein Gefühl von Macht und von Kontrolle gibt über etwas, das du aber nicht in der Hand hast. Also es ist nur eine vermeintliche Macht. Lass die Kontrolle los. Gib diese Situation, diese Verbindung, diese Energie ans Universum ab, an Gott, an die Engel, an das Leben, das Schicksal, an was auch immer du glaubst, gib es ab. Schon wieder. Wir haben jetzt in der einen Botschaft haben wir schon die Gegenwart gehabt und hier zeigt sich wieder die Gegenwart. Wo hängst du fest? In der Vergangenheit oder in der Zukunft? Hältst du fest, versuchst du die Kontrolle zu halten, weil du davon überzeugt bist, dass du diesen Menschen dazu bringen kannst, dich zu lieben oder dazu bringen kannst, sich an dich zu binden? In der Zukunft? Oder ist es ein Ding aus der Vergangenheit und du kannst noch nicht loslassen? Was ist es bei dir? Was spukt dir hier noch in deinem Energiefeld, in deinem Herzen rum? Es geht um den Moment, es geht darum, in der Gegenwart zu sein und alles
so zu nehmen, wie es ist, das, was gerade geschieht, das zu akzeptieren, es so sein zu lassen, ohne es kontrollieren oder verändern zu wollen. Wer weiß, wenn du das sein lässt, diese Verbindung, diese Energie, wenn du das Leben arbeiten lässt, den Moment für dich arbeiten lässt, vielleicht löst sich das dann komplett von alleine auf. Es gab mal einen Spruch, Moment, vielleicht bekomme ich ihn noch mal zusammen. Ich habe ihn sogar irgendwann in der Vergangenheit auch mal gepostet. Es war nicht der exakte Wortlaut, aber in etwa: Viele Beziehungen sind schon abgeschlossen, aber noch nicht beendet. Lass das wirken. Ein Teil von dir hängt hier noch so stark drin, möchte noch nicht loslassen. Jetzt sage ich dir aber noch was dazu. Das, was für dich bestimmt ist, kann dir nicht über den Weg laufen, kann nicht den Weg in deine Arme finden, wenn du das Alte nicht loslässt. Verstehst du das? Das, was für dich bestimmt ist, kannst du nur empfangen, wenn du weitergehst und wenn du dich frei machst von all dem Ballast. Und das gilt für jegliche Situation, für jeden Lebensbereich. Nun, was haben wir dann hier? Einen Aufruf loszulassen, abzuschließen, für sich weiterzugehen, in absoluter Selbstliebe und den Mut zu haben, für sich einzustehen, diesen Weg auch zu beschreiten, den Mut zu haben, loszulassen, auch wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt, was einen erwartet. Vergiss nicht, du als erwachsener Mensch hast die alleinige Macht über deinen Weg. Entscheide dich richtig. Und was richtig bedeutet, das werde ich dir nicht sagen, weil ich habe nämlich keine Ahnung von deinem Leben. Ja, ich sitze nur hier, lese die Botschaft und fordere dich dazu auf, deine eigene Wahrheit zu finden. Und weil wir hier schon bei den neuen Sachen sind, ich habe noch ein paar wundervolle neue Charms, auch ganz neu. Ich werde jetzt in mein Säckchen greifen und ein paar Charms ziehen. Die werde ich jetzt aber nicht live quasi erklären, sondern ich schreibe das dann, ich pinne das dann als ersten Kommentar an. So wie ich das bei den Krafttierbotschaften immer mache. So, die sind nagelneu, also ich kann nicht, hier ist alles voll, ich kann nicht erfühlen, was ich da rausgreife. Ich nehme nämlich eine kleine Handvoll. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, ich suche mir aus, was ich ziehe. So, da. Ein Medaillon mit 2 Herzen drauf. Upsi. Jetzt hätte ich es fast runtergeschmissen schon wieder. Eine Flosse. Oh, das ist fantastisch. Und ein Engelsflügel. Ich weiß schon, wie die Botschaft ist. Ich weiß schon, wie die Botschaft ist. Du siehst es dann im Kommentar. Ja, ich glaube, wir haben genügend gesprochen.
ich verabschiede mich fürs Erste. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.